Moin. Herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zum Historien-Special Schnelltriebwagen der Baureihe 137. Es gibt ein Review zu dem Modell, was wir hier als Ansichtsobjekt für das Video haben. Das habe ich hier für euch nochmal verlinkt. Das ist quasi Teil 1 des Ganzen. Wenn ihr das eben jetzt schon gesehen habt, das hier ist Teil 2. Wir sprechen jetzt über die Historie, über die Hintergründe. Warum gab es überhaupt solche Triebwagen? Welche Bedeutung hatten diese Triebwagen eigentlich für die Entwicklung der Eisenbahn, aber auch für die Entwicklung der Reichsbahn? Und tatsächlich eine ganz große und eine ganze Menge. Aber lasst uns erstmal einen Schritt vorher anfangen, einordnen, wo befinden wir uns. Wir befinden uns jetzt nach dem Ersten Weltkrieg in einer Phase der Konsolidierung bei der Deutschen Reichsbahn. Das heißt also, wir haben schon öfter auch in dem Kanal hier drüber gesprochen, das Thema Einheitslokomotiven im Bereich der Dampftraktion sorgte dafür, dass also die Anzahl der Baureihen reduziert wird, dass man Einheitsbaureihen hat, wie zum Beispiel 01 und ähnliche. Und auf der anderen Seite hat sich aber die Technologie der Verbrennungsmotoren stetig weiterentwickelt. Das war ja Fluch und Segen. Also auf der einen Seite war es der Fluch, weil man eine große Konkurrenz durch den Lkw im Gütertransport und durch den Pkw zunehmend im Personentransport bekommen hat. Und andersrum war es aber auch der Segen, weil man zum Beispiel Rangierlokomotiven oder eben auch bestimmte Fahrzeuge mit Dieselmotoren ausrüsten konnte. Am Anfang war noch ein Problem die Kraftübertragung. Das heißt also, wie schaffe ich es jetzt, gerade bei größeren, schwereren Zügen vom Dieselmotor die Kraft auf die Räder zu bringen. Das war am Anfang noch ein Problem bei den großen Lokomotiven. Da gab es so ein paar Zwischenschritte zu, schauen wir uns vielleicht auch mal auf dem Kanal hier an. Aber ab einem gewissen Punkt war man eben in der Lage, zum Beispiel einen Triebwagen wie diesen hier mit einem Dieselmotor eben auszurüsten. Dieser Triebwagen hier war natürlich nicht der erste seiner Art. Grundsätzlich Triebwagen, die Idee von Triebwagen, die gab es ja schon relativ lange. Und die Grundidee eines Triebwagens war es zu sagen, okay, ich habe eine begrenzte Kapazität, also ich nehme den eigentlichen Vorteil der Eisenbahn in Trennung Lokomotive, aufwendig teuer, Wagen, günstig, oft und in einer großen Vielzahl vorhanden. Die nehme ich quasi in Kauf, dass ich diesen Nachteil nicht mehr habe dafür exakt die Kraft dabei, die ich brauche, bin also sehr effizient, kann eine bestimmte Anzahl an Personen oder auch ein bisschen Gepäck transportieren und kann damit sehr, sehr kostengünstig dann auch Nebenbahnbetrieb darstellen. Das war so die Grundidee der Triebwagen, die eben auch meistens in beide Richtungen ungefähr gleich schnell fahren konnten, also noch so ein Thema mit dem Umsetzen der Lokomotiven und sowas dann rausgenommen haben. Das war die Grundidee der Triebwagen. Es gab Dampftriebwagen, die hatten bei der Deutschen Reichsbahn dann das Kürzel DT, Dampftriebwagen. Und es gab Verbrennungsmotortriebwagen, die waren natürlich zunehmend, je weiter sich die Verbrennungsmotoren entwickelt hatten, die hatten das Kürzel VT. Also Grundidee eines Triebwagens war Geld sparen. Und jetzt gab es eine weitere Entwicklung, die hatte dann in den 30ern nach quasi der Wirtschaftskrise und allen diesen ganzen Sachen in Deutschland zu tun mit dem Thema schneller, höher, weiter, mit auch einer gewissen Prestigesucht natürlich im Bereich des Ingenieurswesens. Man hat ja den Ersten Weltkrieg verloren und im Endeffekt außer deutscher Ingenieurskunst hatte man jetzt erstmal quasi nicht mehr viel. Und deswegen hat man sich dann natürlich auch extrem reingehängt. Gerade die 20er Jahre waren da auch so der erste Schritt zu, aber dann in den 30ern ging das weiter. Ihr habt vielleicht das Video von mir gesehen zum Schienenzeppelin. Und gerade beim Schienenzeppelin ist es auch so, das war von dem Herrn Kruppenberg genau sowas. Da hat man also geschaut, was ist technisch möglich. Die SVT-Reihe, S für schnell, also Schnellverbrennungstriebwagen, waren ein Ergebnis dieser Entwicklung. Also technologieseitig ging es hier darum, dass man gesagt hat, okay, ein sogenannter SVT, ein Schnelltriebwagen, kann eine gewisse Geschwindigkeit fahren, ist also eine eigene Kategorie und ist nicht im Sinne der Kosteneffizienz entstanden, um eine Nebenbahn irgendwie günstig zu betreiben,
sondern mit einem anderen Gedanken. Und zwar waren das quasi so die Business Jets, die Kurzstreckenflieger der 30er Jahre. Das war die Idee. Man hat eine zunehmende Konkurrenz gehabt, hatte ich ja eben schon erwähnt, durch den Pkw. Man hat aber auch eine zunehmende Konkurrenz durch das Flugzeug. Und man hatte auf der anderen Seite die Schnellzüge. Die Triebwagen hier sollten eine weitere Lücke füllen. Und zwar die Grundidee, dass man zwischen verschiedenen deutschen Städten pendeln konnte an einem Tag. Man in 2 Stunden 18 Minuten nach Berlin. Von Köln sind es rund 5 und von Frankfurt am Main 4 3/4 Stunden Fahrzeit. Weitere Schnelltriebwagenstrecken werden folgen. Ohne Zeitverlust kann der Reisende nun in einem einzigen Tage eilige und wichtige Geschäfte erledigen, die bisher 1,5 oder 2 Tage Zeit verlangten. Oder um es ein bisschen plakativer zu sagen, diese Triebwagen waren vom Gedanken her nicht für den typischen Handlungsreisenden, der mit seinem Koffer da in der Bahn sitzt und dann sowieso länger unterwegs ist, sondern die waren für Geschäftsführer, für Manager, für wichtige Personen gedacht. Ihr seht ja auch von der Größe des Zuges, der ist ja nicht groß. Die Kapazität entspricht etwa dem, was ihr heute bei einer sehr, sehr kleinen Passagiermaschine habt, wie zum Beispiel im Airbus 318 oder so. Der hat eine ähnliche Passagierkapazität wie dieser Triebwagen. Und das Klientel ist ein ähnliches. Also wir sprechen jetzt natürlich von der Vor-Covid-Zeit, wo noch die Dienstreisen extrem umfassend waren, wo das viel gemacht wurde. Und da diejenigen, die da quasi innerdeutsch oder innereuropäisch Kurzstrecken geflogen sind, die, sagen wir, Führungskräfte, dann aber auch Vertriebler in einer gewissen Branche oder sowas, für die war das damals die Alternative. Flugverkehr in dem Sinne gab es noch nicht. Flugverkehr war erstmal sehr, sehr neu. Wir sprechen von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt also, damals waren Flugzeuge noch so ähnlich wie so eine Junkers F-13 oder so, wo der Pilot quasi noch nicht mal ein Dach hatte. Die PKWs waren auch noch nicht weit verbreitet, das heißt, mit dem Autofahren war noch keine wirkliche Alternative und zumindest auf Langstrecken. Aber grundsätzlich, Anfang der 30er Jahre, wollte man natürlich diesen, sagen wir mal, höher gestellten Geschäftsleuten eine tolle Möglichkeit geben, modern quasi Geschäfte zu führen und eben auch entsprechend dann schnell von A nach B zu reisen. Und das war der Gedanke, warum man das Ganze überhaupt entwickelt hat. Also einerseits quasi dieser Ingenieursgedanke, was ist überhaupt technisch möglich? Und davon ist viel hier reingeflossen. Andererseits aus betriebswirtschaftlicher Sicht war die Zielsetzung eben, einen schnellen Pendelverkehr zwischen den Großstädten einzurichten. Ihr kennt vielleicht diese ICE-Sprinter. Das sollte so ein bisschen wie so ein ICE-Sprinter wirken. Man fährt morgens los, ist dann vormittags da in der entsprechenden Zielstadt, macht seine Dinge und fährt dann eben wieder zurück am selben Tag. So ein bisschen der Gedanke. Habt ihr vielleicht später auch noch mal kennengelernt, wenn ihr was über die sogenannten Trans-Europe Express hört oder so. Das sind so ähnliche Gedanken und Konzepte. In Deutschland hat man das in den 30er Jahren schon gehabt. Das war der verkehrspolitische Gedanke erstmal. Technisch, wie gesagt, ist einiges drin in dem Modell. Wir haben also hier, oder in dem Original, wir haben zum Beispiel eine Zugbeeinflussung, und zwar mehrfach. Das war eine der ersten Arten von Baureihen, die eine Indusi-Spule quasi überhaupt lesen konnte. Also das sind diese Schienenbeeinflussungsmagneten quasi. Und das war hier mehr oder weniger standardmäßig verbaut und auf den Strecken von diesen Triebwagen dann auch im Einsatz als Sicherheitsnetz quasi zusätzlich. Dann gab es hier zuerst die sogenannten Totmann-Knöpfe. Das heißt also, wenn der Triebwagenführer nicht regelmäßig diesen Knopf betätigt hat, ist das Fahrzeug in eine Zwangsbremsung reingegangen. Auch das war absolut neu. Also da gab es so ein paar technische Neuerungen. Und dann waren es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt die schnellsten Regelzüge, die es gab. Also es gab einen Triebwagen, den sogenannten Fliegenden Hamburger, das war der Verbrennungstriebwagen 877, das ist ein Einzelstück, ein Prototyp. Der sah ein bisschen anders aus, also der war hier vorne quasi weiter runtergezogen, der war ein ganz bisschen kürzer auch, die beiden Wagenkästen und solche Sachen.
Da gab es also ein paar konstruktive Unterschiede hier zu der zweiten Variante Bauart Hamburg, die wir hier haben. Aber grundsätzlich sahen die ähnlich aus. Und das Modell hat einen Geschwindigkeitsrekord im Test sogar von 175 km/h aufgestellt. Und er war in der Lage, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 130 km/h zwischen Hamburg und Berlin, deswegen fliegende Hamburger, die Strecke zu versorgen. Der Höchstgeschwindigkeitsrekord von 175 hat dann auch relativ lange gehalten, aber so die Regelgeschwindigkeit, die diese Fahrzeuge gefahren sind, waren bis zu 160 km/h. Und das ist vor knapp 100 Jahren, also vor ungefähr 90 Jahren war das ja, ist das verdammt viel. Das war also technisch wirklich absolut Hightech, vom Gedanken her wie so ein Businessjet heute, aber von der Technik her war das wirklich das Creme de la Creme, was hier verbaut wurde. Oder die Creme de la Creme. Es gab mehrere verschiedene Bauarten. Das ist, habe ich schon jetzt ein paar Mal gesagt, die Bauart Hamburg. Die zeichnete sich eben aus, 2 Teile und hier vorne größere Fenster, jeweils an den Enden, als quasi der Prototyp. Dann war die Bestuhlung innen drin anders, und zwar war das eine 2-Gang 1, also 2+1 Bestuhlung. Und es war dadurch ein bisschen gestreckter, das ganze Fahrzeug. Ist dadurch auch ein bisschen schwerer geworden als der Prototyp. Der Prototyp hatte eine 3, also 3 Sitze nebeneinander, dann der Gang und dann eine Bestuhlung. Das war aber ein bisschen zu eng tatsächlich. Man wollte es ein bisschen hochwertiger haben. Und ja, das ist das Ergebnis dann gewesen. Dann gab es die Bauart Leipzig. Das heißt also, man hat dann gesagt, okay, eigentlich brauchen wir noch mehr Plätze. Dann hat man hier einen Mittelwagen eingefügt. Das heißt also, da hat man quasi das Stückchen hier, sozusagen das Stück, hat man einfach nochmal kopiert, nochmal hier hingesetzt und dann hatte man noch ein Stückchen mehr. Dann hatte man statt der 78 Plätze hier etwa 140 Plätze. Also quasi so der Boeing 737 A320 Verschnitt. Das war die Bauart Leipzig. Dann gab es die Bauart Köln. Die Bauart Köln, die war im Endeffekt mit einer etwas hochwertigeren Ausstattung versehen. Das heißt also, man hatte Abteile. Das hier war ein Großraumwagen. In der Bauart Köln hatte man Abteile und man hatte einen Speisebereich. Das war also für dann mal etwas gediegenere Langstrecke vielleicht das Richtige. Das war also die Bauart Köln. Dann gab es die theoretische Bauart Berlin und die theoretische Bauart München. Beides ist nicht mehr zum Einsatz gekommen, aber das wären dann 4 gewesen. Hier habe ich 2, 3 wären Leipzig und Köln und 4 wären eben Berlin und München. Und dann hätte man schon sehr, sehr lang. Unterschied zwischen Berlin und München wäre gewesen, bei Berlin hätte man einen Motorwagen und 3 quasi Reisewagen gehabt und bei München wäre es eben ähnlich wie hier quasi ein Komplettzug gewesen. Aber das ist jetzt schon sehr detailreich. Grundsätzlich sahen die optisch alle so aus. Die einzigen, die sich ein bisschen unterschieden, war dann wieder der Herr Kruckenberg, Schienenzeppelin, ihr erinnert euch. Der hat noch einen Versuchstriebwagen gebaut, wo er dann quasi die gleiche Antriebstechnik und die gleichen Drehgestelle erstmal verwendet hat. Und das Ganze sah so ein bisschen aus wie später dieser Triebwagen mit dieser sehr langen Nase, dieser Dieseltriebwagen, der auch im Trans-Europe Express ganz prominent gefahren ist. Und der ist über 200 gefahren. War aber von der Technik darunter ähnlich aufgebaut wie die hier, nur eben auf Geschwindigkeit getrimmt, was dem Herrn Kruckenberg ja lag. Also, das mal so grundsätzlich zu diesem Modell von der Technik her. Verbaut waren 2 MAN-Diesel, jeweils mit 410 PS. Einmal hier und das Ganze dann mit einem dieselelektrischen Antrieb, sodass man im Endeffekt dann 4 angetriebene Achsen hatte und ein gemeinsames Jakobsdrehgestell hier in der Mitte. Das war das Grundkonzept. Jetzt gab es natürlich noch einen weiteren Aspekt, der in Deutschland dazu kam, und das war das Thema Politik. Und da muss ich jetzt natürlich vorweg euch erstmal mitgeben, ihr ahnt es wahrscheinlich, aber nur wenn ich jetzt über solche Themen spreche, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Ansichten teile oder in irgendeiner Form unterstützen oder verbreiten will. Es war halt so, dass zu diesem Zeitpunkt dieses Modell im Original auf deutschen Schienen gefahren ist. Da könnte jetzt der Triebwagen relativ wenig für,
allerdings seine, sag ich mal, Prominenz, die schuldet er dem in gewisser Weise. Und zwar brauchte das Dritte Reich, also das Regime unter der NSDAP, natürlich Prestigeprojekte. Weil erstmal war Deutschland relativ pleite zu dem Zeitpunkt. Wirtschaftlich lief es jetzt auch nicht so super durch die Reparationszahlungen, die man immer noch hatte, durch die Wirtschaftskrisen und so weiter. Also das war jetzt nicht so der Top-Zeitpunkt. Deswegen ist ja überhaupt die NSDAP mit ihrer bewerteten Führungsfigur in diese Position gekommen, mitunter. Ja. Und jetzt brauchte man Prestigeobjekte. Ein Prestigeobjekt, was viele Arbeitskräfte und Arbeitsplätze geschaffen hat, quasi, war ja der Bau der Autobahnen. Der wurde ja tatsächlich durchgeführt, unter der Führung das ist eigentlich ein Gag an sich, der Reichsbahn, weil die einzigen waren, die solche Riesenprojekte stemmen konnten. Aber okay. Und dann musste man natürlich auch so ein bisschen Imagepflege betreiben. Das könnt ihr heute auch noch beobachten. Das könnt ihr natürlich an vielen Stellen beobachten, weil man immer sehr happy ist, wenn man irgendwie so Hightech hat. Aber zum Beispiel wurden in den letzten Jahren in China sehr, sehr große, lange, wirklich ja, Hochgeschwindigkeitsstrecken eröffnet, wo Züge dann teilweise, also normale Züge, bis zu 500 km/h fest schnell fahren. Und das wurde ganz groß gefeiert. Und ihr habt viel vielleicht auch in der Presse gelesen, wo dann gesagt wird, ja, und das wäre in Deutschland, könnte man solche Projekte gar nicht umsetzen, das geht nur in China. Und die haben das, wo wir quasi dann es nicht schaffen, einen Flughafen fertig zu bauen. In der Zeit haben die 3000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke durch den Himalaya gebaut. Ja, das ging in Deutschland auch mal, als man politisch auf andere Dinge Wert gelegt hat und weniger so die, sagen wir mal, Rechte und Werte des Einzelnen hervorgehoben hat. Also das hat was auch damit zu tun, wie ist ein politisches System aufgebaut. Da werden wir heute nicht zu tief reingehen, weil das würde zu weit führen. Aber nichtsdestotrotz haben gewisse Eisenbahnen in Deutschland leider dadurch auch so einen Prestigestatus erreicht für das Regime im Dritten Reich. Und dazu zählte natürlich auch sowas wie der fliegende Hamburger. Weil es war nachweislich der schnellste reguläre Reisezug der Erde. Das heißt also, man war quasi, Deutschland war wieder wer. Ja? Das waren hier Top of the Pops. Und dann war es natürlich so, dass man mit so einem Prestigeobjekt auch hervorragend innerhalb Deutschlands reisen konnte. Und was auch noch dazu kam, es passte wunderbar in die Ideen und in das Verkehrskonzept, was man hatte. Was änderte sich? Also es wurde ja aus einem Land mit vielen, vielen Einzelzentren, also Hamburg, Hannover, München, dann was weiß ich, Duisburg, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Dresden, Leipzig. Deutschland hat ja ganz, ganz viele Mittelzentren quasi gehabt. Und durch diese sehr starke staatliche Kontrolle, die dann ab 1933 eingesetzt hat, hat auch eine sehr, sehr starke Zentralisierung eingesetzt. Das heißt also, die Wichtigkeit von Berlin als zentralen Ort im Reich sollte immer weiter gesteigert werden. Also es gab gewisse Wallfahrtsorte, es gab so Metropolen, die Weltrang erreichen sollten, wie zum Beispiel auch Hamburg. Und dann gab es quasi die Reichshauptstadt, die ja in Germania theoretisch irgendwann umbenannt werden sollte. Wenn ihr den Film Der Untergang gesehen habt, habt ihr auch die Modelle gesehen, die dort eben dann von Albert Speer und anderen Architekten entwickelt wurden. So, und da passt natürlich sowas hier perfekt ins Bild, weil wie binde ich denn die Germania an die Welt? Natürlich mit einem Flughafen, Tempelhof, mit diesem halbrunden Terminal. Habt ihr ganz oft gesehen. Das war damals nagelneu und wurde dort gebaut und war weltweit ein absolutes Novum, dieser Flughafen. Also das, was heute China macht, solche Prestigeobjekte, quasi die hat man sich damals eben auch in Deutschland gegönnt, weil man sie brauchte natürlich, um einen Weltrang zu erreichen, um sich quasi hoch zu kaufen, in Anführungszeichen. Und da passten natürlich leider diese Wagen hier auch super rein, aus zwei Gedanken. Einerseits hat man das gedankliche Konzept, ich kann von einer Stadt zur anderen, umgewandelt auf, ich kann nach Berlin. Das heißt also, das Ganze wurde dann sternförmig aufgebaut. Wir hatten Berlin als Mittelpunkt und dann haben wir einen Stern quasi. Wir fahren nach Hamburg, nach Köln, nach München, nach Frankfurt. Das war die Idee. Also der fliegende Frankfurter fuhr von Berlin nach Frankfurt. Der fliegende Kölner fuhr von Köln nach Berlin. Der fliegende Hamburger von Hamburg nach Berlin und zurück. Das heißt also, im Endeffekt war das mit ein
Objekt, was dazu geführt hat, dass man diese Zentralisierung auch quasi des Gedankengutes mit vorangebracht hat, dass man gesagt hat, Berlin ist das Zentrum des Reiches. Und wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt und sagt, also auch über die tatsächlichen Grenzen des Deutschen Reiches damals hinweg, lag Berlin ja relativ zentral bezogen auf die territorialen Ideen, die der Bärtige damals gehabt hat. Das heißt also, man hätte, und das war die Idee, und das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht dieses Modell so ein bisschen mit so einem Geschmäckle versieht, die Idee war, Berlin soll der zentrale Stern sein, da gibt es die eben genannten Verbindungen, aber es hätte theoretisch dann auch noch einen fliegenden Warschauer oder fliegenden Moskauer oder fliegenden Kiewer geben sollen. Weitere Schnelltriebwagenstrecken werden folgen. Deutsche Arbeiter der Stirn und der Faust haben Vorbildliches geschaffen. All hat der fliegende Hamburger, der erste Schnelltriebwagen der Welt, Nachahmung gefunden. Die Fahrt im Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn ist ein beglückendes Erlebnis, das Zeit und Raum überwindet. Das war so der zentrale Gedanke. Das heißt also, natürlich kann man die Eisenbahn in der Zeit 1933 bis eben 1945 nicht getrennt von der NSDAP betrachten oder von den politischen Entwicklungen in Deutschland. Das funktioniert nicht. Dafür hatte die Eisenbahn auch eine viel zu essentielle Rolle in der gesamten Wirtschaft in Deutschland, aber auch in der Vorbereitung natürlich von Angriffskriegen und Ähnlichem. Das funktioniert nicht. Das kann man nicht getrennt betrachten. Man kann aber die technische Entwicklung, die es hierfür gab, natürlich komplett davon trennen. Dass man das am Ende dann dafür genutzt hat, um es auch als Propagandaobjekt zu betreiben. Okay, das passiert. Das ist genau das, was natürlich mit so einer Technologie passiert. Das passiert aber auch mit allen anderen Modellen aus dieser Phase, die ihr irgendwo seht. Das Schienen-Zeppelin war jetzt ein ganz bisschen davor, das ist also quasi davon ausgenommen. Aber es bleiben wirklich herausragende Züge. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese Triebwagen hier weiter zum Einsatz gekommen. Die wurden interessanterweise schon im August 1939 alle abgestellt. Also als ob die Reichsbahn was geahnt hätte. Vielleicht, weil sie die ganze Zeit Panzer und sonstiges Material an die Grenzen gefahren hat. Schon im August 1939 wurden diese Triebwagen alle abgestellt. Die wurden nicht mehr weiter betrieben. Es gab dann ein ganz paar Versuche, die als quasi mobiles Hauptquartier oder Ähnliches einzusetzen. Für den Zug vom Bärtigen hat es nicht gereicht, weil dafür waren die zu klein. Der brauchte mehr Platz. Mit seiner ganzen Entourage, mit allen Leuten, die dazugehörten und so, da brauchte er mehr Platz. Deswegen hat das nicht funktioniert, wäre sonst perfekt natürlich geeignet gewesen als Prestigeobjekt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war der Großteil dieser Wagen noch einsatzbereit. Die US Army hat auf quasi westdeutscher Seite dann diese Züge teilweise erstmal als Lazarettzüge eingesetzt, weil sie da natürlich auch super für geeignet waren. Schnelle Verbindungen, schnell Leute von A nach B verschieben und so. Und auf Seiten der Deutschen Reichsbahn standen die eigentlich erstmal rum, bis man sich da irgendwie so ein bisschen sortiert hatte. Die wurden dann später bei der Bundesbahn eingereiht als Baureihe VT 04.1 und VT 04.5. Das waren die beiden Reihen bei der Bundesbahn. Also VT 04.1 sieht so aus und VT 04.5 sieht auch so aus, hat allerdings keine dieselelektrische Übertragung mehr, sondern wurde umgebaut auf eine hydraulische Leistungsübertragung. Da man aber nur diese einen umgerüstet hat, war das jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das ist die super Leistungssteigerung oder Ähnliches, gar nichts in der Art. Also, das Ganze wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben relativ erfolgreich eingesetzt und tatsächlich erst 1945
1983 ernsthaft ausgemustert. Und zwar gab es bis dahin bei der Deutschen Reichsbahn der DDR einen Zug umgebaut, so ein Salon-Triebwagen. Der war also da mit einer großen Küche, mit Schlafbereich, mit schönem Innenraum und allem umgebaut worden, um den Verkehrsminister, aber auch die die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu transportieren auf dem Schienennetz. Und der wurde erst Ende der 70er tatsächlich nicht mehr genutzt. Und deswegen gibt es heute auch noch einige von denen, die erhalten sind. Die Baureihe war eigentlich für den damaligen Einsatz super. Sie hat halt ein bisschen gezeigt, wo es später mehr hingeht. Also ganz, ganz viele von diesen Dingen, die hier zum Einsatz kommen, also die Art der Drehgestelle, die Kraftübertragung, die Totmannschalter, Indusi, alle diese ganzen Sachen, das ist ja Dinge, die wir heute auch noch haben. Also insofern hat man da 1935 das hier schon tatsächlich als echten Technologieträger auf den Markt gebracht damals. Und in diesem Sinne finde ich, ist es halt ein extrem spannendes Modell. Auf eure Meinung bin ich gespannt. Also ist das für euch auch was? Oder sagt ihr, nee, ist so gar nicht euers? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, auch wenn ihr Fragen noch zu dem Modell habt, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Und wenn ihr jetzt das gesehen habt und ihr habt vorher noch nicht Teil 1 gesehen und sagt, jetzt will ich aber mal wissen, was kann denn das Modell hier auf deiner Anlage, wie detailliert und vorbildgerecht ist das ausgeführt, alle diese ganzen Sachen, dann habe ich das für euch nochmal hier nach dem Video verlinkt. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ich euch hier auch in Zukunft begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Danke. Ciao. Die Fahrt im Schnelltriebwagen der Deutschen Reichsbahn ist ein beglückendes Erlebnis, das Zeit und Raum überwindet.